In diesem Video will ich 10 Methoden zeigen, wie man beim 3D-Druck auch ohne Kleber eine perfekte Druckbetthaftung erreichen kann, sodass sich nie wieder etwas löst. Die meisten Methoden könnt ihr dabei ohne weitere Hilfsmittel direkt umsetzen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn wenn der Rest wirklich nicht helfen sollte, dann kommen die wirksamsten Methoden zum Schluss. Außerdem teste ich ein komplett glattes Druckbett und die Ergebnisse bezüglich der Haftung sind überraschend. Und nun auf geht's! Die erste Methode ist eine gut eingestellte Druckplatte. Prüft hier unbedingt mit der Papiermethode, ob der Z-Offset stimmt. Bei 3D-Druckern, die das Leveling vollautomatisch ohne Papier machen, könnt ihr das natürlich überspringen. Habt ihr übrigens eine Idee, welchen Drucker man hier gerade sieht? Dann gebt gerne mal euren Tipp in den Kommentaren ab. Die Auflösung kommt in einer Woche in Form eines sehr interessanten Reviews. Der zweite Tipp für bessere Haftung ist eine gute Reinigung des Druckbetts. Auch wenn man keine direkten Verschmutzungen sieht, kann das helfen. Das Ganze könnt ihr einfach mit Wasser und Seife machen. Isopropanol ist allerdings noch etwas besser. Ich hatte es tatsächlich schon, dass ich nach der Reinigung mit Wasser, obwohl man nichts mehr gesehen hat, noch Adhäsionsprobleme hatte, die durch Isopropanol dann verschwunden sind. Ein entsprechendes Isopropanol habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Als nächstes schauen wir uns die Slicer-Einstellungen etwas genauer an. Ich verwende hier Cura, in anderen Slicern geht das aber auch analog. Als Methode 3 kann man die Geschwindigkeit für die erste Schicht reduzieren, um die Haftung zu verbessern. Hier empfehle ich als Richtwert etwa 50% der normalen Druckgeschwindigkeit oder einfach direkt 15 mm pro Sekunde, je nachdem was besser funktioniert. Als vierten Punkt kann die Kühlung der ersten Ebenen reduziert werden. Wenn diese zu stark gekühlt werden, dann zieht sich das Filament nämlich mehr zusammen, was wie gezeigt zu Curling führt. Ich empfehle die erste Ebene mit regulärer Lüftergeschwindigkeit auf 8 bis 16 zu setzen. Das heißt, dass sich die Lüftergeschwindigkeit von 0% auf Ebene 1 bis hin zur Zielgeschwindigkeit auf der gesetzten Ebene nach und nach anpasst. Als Punkt 5 ist auch die Drucktemperatur relevant. Die Temperatur der ersten Ebene sollte heiß genug sein, dass sich das Filament gut verbinden kann, aber nicht zu heiß, da es sich sonst zu sehr verteilt. Ich empfehle hier für die meisten PLAs eine Temperatur von 205 bis 220 Grad Celsius und einen Test in Schritten von 5 Grad Celsius. Als sechstes ist auch die Betttemperatur relevant. Ist sie zu kalt, dann kann sich das Filament schlechter verbinden. Und ist sie zu warm, dann bleibt es zu flüssig, um gut zu haften. Für PLA empfehle ich hier generell eine Betttemperatur von 60 Grad Celsius. Wenn die Daten des Filaments hier etwas anderes sagen, dann ist das natürlich zu bevorzugen. Ein siebter Faktor ist der Fluss auf der ersten Ebene. Wenn man diesen erhöht, dann kann man bei gleichem Abstand zwischen Düse und Bett mehr Filament extrudieren, was zu einer besseren Haftung führen kann. Zu viel kann aber zu Elefantenfüßen führen, weshalb man es nicht übertreiben sollte. Ich empfehle hier einfach mal 110 bzw. 120% zu testen. Als achte Möglichkeit kann man das mit Hilfsstrukturen versuchen. Ein Draft ist eine kleine Plattform, die unter dem Objekt gedruckt wird. Vor allem bei einer komplexeren ersten Ebene kann ein Draft sehr hilfreich sein, um die Adhäsion zu verbessern. Alternativ ist auch ein Brim noch interessant. Hier wird einfach die Fläche der ersten Ebene vergrößert, um Curling zu vermeiden und so eine gute Haftung zu behalten. Option 9 ist die Wahl der Druckplatte. Verschiedene Druckplatten haben andere Eigenschaften und diese können sehr hilfreich sein. An dieser Stelle danke an Kingrun, die mir für diesen Test eine komplett glatte Federstahldruckplatte zugesandt haben. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Haftung trotz der Glätte so gut ist. Bei meinen Tests war bei gleichen Einstellungen die Haftung der glatten Platte sogar besser als bei der standardmäßig mitgelieferten texturierten Variante. Und als Bonus erhält man sogar noch eine perfekt glatte Unterseite am Druck. Das fühlt sich ungelogen so an, als würde man über eine Fensterscheibe streichen, was ich schon echt beeindruckend finde. Die glatte Druckplatte sowie einen Rabattcode dafür habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Als 10. und letzten Tipp kann ich nun den Punkt Kleber leider nicht auslassen. Ich versuche es selbst so gut es geht zu vermeiden, wenn man aber sicher gehen will, dass alles wirklich perfekt hält, dann ist das die beste Lösung. Entweder man nimmt hier einen 3D-Druck-Klebestift, was ich persönlich etwas umständlich finde, oder man greift auf ein Klebespray zurück. Als Klebespray habe ich letztens 3D-Lack getestet und ich bin beeindruckt. Man kann es einfach und schnell aufsprühen und es hält auch über mehrere Drucke hinweg. Daher kann ich es bestens empfehlen und ich habe es natürlich in der Beschreibung verlinkt. Als Fazit kann gesagt werden, dass Adhäsionsprobleme nicht immer so einfach zu beheben sind. Es gibt zwar Methoden wie Klebespray, die fast immer helfen, oft muss man aber einfach nur an den richtigen Stellen etwas anpassen. Ich hoffe, ich konnte hier mit meinen Erfahrungen etwas weiterhelfen, um euch Ideen zu geben, was helfen könnte. Wenn das so ist,
dann würde ich mich über ein Like sehr freuen und abonniert auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen.